Genau, was wir hier sehen, ist eine Metallplatte, unter der ein Lautsprecher montiert ist. Und ich kann jetzt hier ganz speziell voreingestellte Sinustöne spielen, die die Platte dann in ihrer Eigenfrequenz anregen. Und wir sehen jetzt hier, dass für die verschiedenen Töne verschiedene Muster entstehen, die dadurch zustande kommen, dass eben die Eigenfrequenzen der Platte stehende Wellen in der Platte selbst erzeugen. Das heißt, es gibt ortsfeste Punkte auf der Platte, die sich nicht bewegen, obwohl der Rest der Platte schwingt. Und dadurch sammelt sich der Sand an den sogenannten Knotenpunkten, an denen die Platte stillsteht. Und das hat auch schon Ernst Chladni versucht, mit einem bisschen anderen Setup. Er hat quasi die Platte auch in der Mitte festgehalten, aber dann mit einem Geigenbogen angeregt und die verschiedenen Obertöne dann dadurch erzeugt, dass er die Platte eben an entsprechenden Stellen festgehalten hat, an denen sie nicht schwingen soll. So, genau. Und wann war das ungefähr? Wann war das ungefähr? Das war Anfang des 19. Jahrhunderts, eben auch in der Zeit, in der Beethoven und Reicher gelebt haben, und gerade auch Reicher bezieht sich explizit auf die Arbeiten von Chladni und meint eben, wenn man mehr wüsste, welche Muster die Schallwellen oder der Klang in die Luft schreibt, in dem Fall quasi in die Platte schreibt, dass man dann auch andere Tonsysteme oder Harmonien entwickeln könnte. Genau, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Klänge eben nicht nur auditiv wahrnehmbar sind, sondern in dem Falle eben auch visuell. Das ist natürlich auch durch diesen kleinen Trick, dass wir die Platte eben in ihren Eigenfrequenzen anregen und im Sand auf die Platte platziert wird es erst sichtbar gemacht. Aber es ist eben eine Möglichkeit, die Klangwahrnehmung ins Visuelle zu erweitern. Genau, dieses Experiment ist nicht ganz neu, nicht nur in dem Sinne, dass es eben schon von Chladni Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht wurde, sondern auch zum Beispiel von verschiedenen, in der Wissenschaftsvermittlung, nicht nur im Physikunterricht oder an der Universität, sondern auch zum Beispiel in meinem Verein, dem Experimental Stage Project, wo wir eben versuchen, Physik oder Wissenschaft im Allgemeinen zugänglich darzustellen. Und da ist das eben eine sehr schöne Methode, um über Eigenschwingungen eben die Verbindung auch zwischen Musik und Physik zu sprechen und eben anschaulich darzustellen, wie schwingende Systeme sich verhalten. Jetzt gucken wir mal, ob es funktioniert. Ah ja, hier sieht man schon ein sehr schönes Umklappen zwischen dem Kreis und den zwei Linien. Am Anfang war es relativ schön rund und ein Kreis, und jetzt ist es eben in die zwei Linien aufgespalten. Im Endeffekt ist das eine Frequenz, die aber auf verschiedene Arten in diese Platte passt. Können wir nochmal versuchen, das in die andere Richtung. So. Jetzt sehen wir hier eben wieder, es ist dieselbe Frequenz, aber ein unterschiedliches Muster. Das heißt, für eine Schwingungsmode hat die Platte verschiedene Möglichkeiten, die Schwingung auszuprägen. Also eben die zwei Linien in beide Richtungen, aber auch den Kreis. In der Physik würde man das jetzt, in der Quantenphysik würde man das als Entartung beschreiben, dass verschiedene Zustände, die derselben Energie zugeordnet sind, also in dem Falle derselben Frequenz, eben verschiedene Ausprägungen haben können. So wie zum Beispiel verschiedene Orbitale in der Atom- oder Molekülphysik. Ist dasselbe Prinzip.